Nokia ist zurück und das natürlich gleich mit über 16 verschiedenen neu aufgelegten Retro-Modellen. Aber ich habe euch mal die 3 meistverkauftesten Modelle hier rausgesucht. Das sind zum einen das Nokia 3210, zum anderen das 3310 und dann nochmal das 2660 Flip. Alle 3 stelle ich dir heute mal in diesem Video vor und vergleiche sie etwas miteinander. Und du kannst dir dann am Ende des Videos definitiv ein Bild davon machen, welches vielleicht am besten für dich wäre. Und damit wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Anschauen. Viele von euch können sich vielleicht noch an die alten Zeiten erinnern, als es noch Viva Musikfernsehen gab und du dir Klingeltöne für ein Jamba-Spar-Abo leisten musstest. Das Ganze dann natürlich noch garniert mit dem Crazy Frog, der dir gefühlt 100 Mal Ring ding ding dang dang, Ring ding 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 bam bam in die Ohren geschrien hat. Und das waren die frühen 2000er. Und eine Telefonmarke war natürlich in dieser Zeit der absolute Marktführer. Die Rede ist von Nokia. Und Nokia kam gefühlt mit immer neuen Modellen an den Start und an diese Zeit möchte die Firma HMD aus Finnland im Jahr 2024 mal wieder anknüpfen mit den Nokia Telefon Revivals. Und am Ende des Videos, da habe ich mal versucht, alle möglichen Funktionen von dem 3210 hier im Alltag zu testen. Ich wollte eigentlich ein Video produzieren, in dem ich komplett eine Woche mit diesem Telefon überleben kann. Warum dieser Versuch gescheitert ist, das siehst du dann am Ende des Videos. Wie gesagt, das Video ist in Kapiteln aufgeteilt, so dass du dir das raussuchen kannst, was du anschauen magst. Und wenn dir diese Art von Videos gefallen, dann gib diesem sehr gerne ein Like, abonniere meinen Kanal und so kann ich für euch noch weitere spannende Videos produzieren. Ich sage schon mal vielen Dank dafür. Als erstes schauen wir natürlich gleich mal in den Karton vom Nokia 2660 Flip. Und mal gucken, ob wir beflippt werden, beziehungsweise oder ob das Ganze dann langweilt. Also du hast hier erstmal, naja, nicht ordentlich verpackt. Also ich finde es, hätte man schöner machen können. Dann das Nokia direkt hier als Flip-Version. Sehr große Tasten, muss ich jetzt mal feststellen. Und sehr großes Menü. Gucken wir uns gleich mal an. Der Kartoninhalt sieht folgendermaßen aus. Telefon, Ladekabel, Bedienungsanleitung und natürlich auch noch der Akku. Du siehst hier im inneren Bereich Platz für Micro-SD-Karten und natürlich auch SIM-Karten. Dann legen wir einfach mal den Akku ein und machen den Deckel wieder rauf. Es ist alles Plastik, also du musst dich jetzt hier irgendwie nicht so ein bisschen an Qualität gewöhnen. Es ist alles Plastik und wir starten gemeinsam das 2660 Flip zum ersten Mal. Und guck mal, ob was passiert. Guck mal, Nokia leuchtet schon. Nokia ist schon da. Das nächste ist dann das 6310 und hier hat man natürlich richtig mitgedacht. Hier steht dann ein Aufkleber drauf. Achtung, bitte entfernen Sie den Aufkleber vom Konnektor der Batterie. Wunderbar, aber wer sich das als Erinnerung in die Vitrine stellen möchte, beziehungsweise einfach mal so hinstellen möchte in der Verpackung, weil es natürlich auch hier durch die Klarsichtfolie einigermaßen vernünftig gestaltet ist, der hat natürlich dann sozusagen das Problem, dass er hier diesen Aufkleber überhaupt nicht abkriegt. Ich habe es da, aber du siehst ja, es funktioniert nicht. Schade, dass man hier nicht mitdenkt, aber so ist es manchmal. Gut, dann machen wir hier mal den Deckel auf. Konstruktion kompliziert. Dann haben wir hier das Telefon. Und allzu viel gibt es hier auch nicht. Da ist dann noch das Netzteil drin und der Akku und gleichzeitig natürlich noch dann wiederum die Bedienungsanleitung. Ich muss schon sagen, das erste Mal hier diese Klappe hinten abzubekommen, ist schon wirklich total anstrengend. Ich habe es jetzt schon mal vorbereitet, aber du musst hier wirklich ziehen und drücken und machen und tun, weil das Ding so fest hier drauf klebt, das ist wirklich nicht in Ordnung. Okay, wir schauen uns die Innereien wieder an. Hier vom 6310, da haben wir auch wieder Micro-SD-Card ein bisschen versteckt hier unter und gleichzeitig natürlich auch die SIM-Karte. Dann die kleine Kamera hier oben verbaut und dann legen wir mal den Akku ein. So, okay. Und dann gibt es diese günstige Klappe wieder oben drauf. Richtig festmachen. Schauen wir uns das Menü des Nokia mal ganz kurz im Schnelldurchlauf an und da hast du natürlich dann hier deine SMSen, dann geht es sozusagen in My Apps, hier hast du den Mobile Store, was auch immer das sein soll, hier kommst du ins Internet, dann wie gesagt das Telefonbuch, gleichzeitig hier nochmal Snake als Spiel, wenn du jetzt irgendwie lustig sein möchtest und dir die Zeit vertreiben möchtest, auf allen Nokias installiert.
Damit rühmen die sich immer, dass sie sozusagen dann Snake als Spiel direkt an Bord haben. Und zu guter Letzt die aktuellste Version, das Nokia 3210. Ganz kleine Verpackung und da ist natürlich dann auch das Telefon drin. Als das Päckchen bei mir ankam, dachte ich erst, da ist gar nichts drin, weil das wirklich so leicht ist, dass hier sozusagen kaum Gewicht vorhanden ist. Aber wir schauen jetzt mal gemeinsam, was da sozusagen im Karton drin ist. Natürlich erstmal das Nokia 3210. Ich habe es mir mal im schlichten Schwarz bestellt, weil, wie gesagt, das Gelbe, das ist mir zu aufdringlich von der Farbe her. Und deswegen gibt es das Nokia 3210 für mich in purem Schwarz. Des Weiteren finden wir hier eine Kurzanleitung für das Nokia. Und dann gibt es natürlich auch noch ein Netzteil, das vermisst man bei den heutigen Handys, aber hier gibt es das mit dazu. Ein USB-C Ladeteil, das Ganze natürlich mit Stecker und USB-C-Kabel, was ich richtig gut finde und das zu einem absoluten Hammerpreis, dass da sozusagen noch ein Ladegerät mit drin ist. Dann findest du hier Akku und das setzt du natürlich noch klassisch ein. In den meisten Handys ist es ja dann direkt schon drin, aber nein, hier ist nochmal ein tauschbares Akku mit dabei und das ist natürlich eine schöne Sache. Was habt ihr damals für ein Telefon gehabt? Gefallen euch die neuen Retro-Design-Telefone hier von HMD, was sozusagen jetzt die Nokia-Modelle betrifft oder auch nicht? Schreibt es einfach direkt hier in meine Videokommentare und lasst uns drüber quatschen. Ich sage schon mal jetzt vielen Dank dafür. Und über das Nokia 3210 habe ich euch wirklich schon mal ein ausführliches Video produziert. Ihr seht es direkt in meiner Beschreibung, beziehungsweise hier oben links, rechts, da jedenfalls irgendwo drin, gibt es nochmal das Einzelvideo vom Nokia 3210. Und zusammengefasst gab es von euch natürlich richtig viele Kommentare und ihr habt das Video angeschaut. Vielen, vielen Dank dafür und das zu 100.000 Mal. Ich glaube, das hat jetzt mittlerweile 170.000 Aufrufe. Es ist ein Wahnsinn. Top, vielen Dank dafür. Und viele haben natürlich kritisiert, dass hier kein WhatsApp in diesen Videos verbaut ist. Und ich bin auch der Meinung, wenn die hier WhatsApp mit installiert hätten in diese Modelle, dann wäre das natürlich auch tagestauglich. Und man könnte dieses Telefon auch als gute Alternative für ein normales Smartphone nutzen. Warum die das jetzt hier nicht gemacht haben, das weiß ich auch nicht. Auf alle Fälle gab es natürlich auch Leute von euch, die begeistert waren, die diese ganzen Geschichten hier feiern. Aber natürlich auch viele negative Kommentare, die sagen, das ist sinnlos, wozu brauche ich so ein Telefon? Jeder hat recht in seiner Art und in seiner Meinung und einer wollte sogar das Nokia 3210 zu seinem Opa mit ins Grab geben. Gut, also wie gesagt, wer Bock hat auf lustige Kommentare, der schaut einfach nochmal das Video vom Nokia 3210. Ansonsten gibt es natürlich trotzdem noch Verwendung für diese Art von Telefonen und welche das sind, das schauen wir uns jetzt mal an. Das Nokia 3210 bietet dir 4G Bluetooth 5.0, einen langlebigen Akku, der mit Standby-Zeiten sogar fast einen Monat halten kann. Und das ist natürlich eine Auszeichnung für dieses Gerät. Man kann es in mehreren Farben kaufen. Der Akku ist wie gesagt austauschbar, was meiner Meinung nach natürlich auch gut ist und ein Riesenvorteil. Die 2-Megapixel-Kamera sowie eine kleine Taschenlampe im hinteren Bereich kann man natürlich ebenfalls nutzen. Man kann Radio hören ohne Antenne und seine aufgespielten MP3-Dateien über die 32 GB Micro SD-Karte abspielen, sowie natürlich auch Fotos und Videos, naja, in anschaubarer Qualität auf ihr speichern. Von der Kapazität her kannst du auch nur bis 32 GB hier einlegen. Alles, was drüber ist, wird nicht erkannt. Und wie gesagt, die Karte musst du dann extra kaufen. Das 3310 ist schon etwas länger auf dem Markt und bietet dir natürlich ähnliche Funktionen. Eine 2-Megapixel-Kamera, Bluetooth 3.0 und der Akku hält natürlich auch wochenlang und ist natürlich auch hier austauschbar. Du kannst es in verschiedenen Farben erwerben und wiederum auch einige Spiele zocken, wenn du magst. Laden geht leider nur mit Micro-USB. Das Display ist nicht so hell wie beim 3210, aber Radio hören, Musik abspielen über die extra erhältliche 32 GB Micro SD-Karte geht natürlich auch. Und beim Radiohören ist hier aber zu beachten, dass dies nur funktioniert, wenn ein Headset mit Kabel angeschlossen ist über den 3,5 mm Klinke-Eingang. Ansonsten ähnelt es in den Menüfunktionen den anderen Nokia-Telefonen und ist natürlich auch ganz gut bedienbar.
Das Nokia 2660 Flip hebt sich hier aber deutlich von den anderen beiden ab. Erstens ist es natürlich durch die Klappfunktion deutlich größer und natürlich auch damit besser bedienbar. Und zweitens sind hier neben der 0,3 Megapixel Kamera und dem Blitz noch mehr Dinge an Bord als bei den anderen beiden Telefonen. Zum Beispiel ist es mit einigen Hörgeräten sogar kompatibel, besitzt deutlich größere Bedientasten und sogar eine Notfalltaste, die man im Bedarf wählt und bei der eine bestimmte Telefonnummer hinterlegt werden kann. Außerdem besitzt es ein Frontdisplay und natürlich auch Bedientasten für die Lautstärke hier an der Seite. Das Akku ist natürlich auch wieder herausnehmbar. Radio hören und spielen bzw. zocken geht natürlich auch. Und dieses Telefon ist natürlich ebenfalls in verschiedenen Farben bestellbar. Leider kommt es wieder nur mit einem Micro-USB-Ladekabel. Für alle, die sich wirklich ganz genau nochmal über alle Telefone informieren möchten, habe ich natürlich die technischen Daten und die Links in meine Videobeschreibung mit reingepackt. So könnt ihr euch wirklich nochmal jedes Telefon einzeln, original mit jedem Detail betrachten. Einfach nur reinschauen und dann habt ihr alles sozusagen direkt im Griff. Kommen wir mal zum Fazit und da fangen wir mit dem Nokia 3310 an und das lässt meiner Meinung nach von der Qualität etwas zu wünschen übrig. Der Deckel zum Akkuwechsel lässt sich wirklich sehr schwer lösen. Das Gerät macht einen billigen plastischen Eindruck, obwohl es natürlich in flippigen Farben auch erhältlich ist. Aber ich sag mal so, es macht nicht jetzt so den Eindruck, als wenn es jetzt, ich sag mal, 2, 3, 4, 5, 7, 20 Jahre halten würde, wie der Vorgänger. Es ist schon so ein bisschen, naja, also wie gesagt, mir gefällt es persönlich nicht von der Handhabung. Die Tasten sind zu klein und das Display ist auch relativ dunkel gegenüber dem 3210. Aber als Empfehlung kann man das natürlich auch den Kiddies mitgeben in der Schule. Da sind sie nicht abgelenkt von Social Media, sondern einfach nur erreichbar und können maximal, wenn sie zocken wollen, Snake spielen. Oder als Arbeitshandy auf der Baustelle bzw. im Garten oder halt mal im Urlaub, wenn du nur erreichbar sein möchtest, eine lange Akkuzeit haben willst und gleichzeitig mal direkt in den sozialen Medien nicht rumscrollen willst, dann ist es natürlich das richtige Handy. Vom Preis her natürlich am attraktivsten. Das kostet jetzt ungefähr 59,99 €. Ich habe es auch schon für 50 € gesehen. Also da ist es natürlich wieder attraktiv, gerade für kleine Kinder bzw. für die Kids in der Schule. Wenn das mal wegkommt, ist das nicht so schlimm. Obwohl, klar, 50 € sind 50 €, aber das sind dann halt nicht 300 wie beim Smartphone oder 500 oder sogar 1000 wie beim iPhone. Hier ist es ein Fuffi und wenn es mal runterfällt, ist es auch nicht so schlimm. Das Nokia 3210 hat natürlich ein deutlich besseres Display mit mehr Funktionen im Umfang und lässt sich auch durch die bessere Verarbeitung und die gut bedienbaren Tasten hier besser bedienen, meiner Meinung nach. Und hier würde ich eher sagen, dass man ein qualitativ gutes Telefon in der Hand hat und das geht auch schon mit USB-C zu laden. Hier oben ist, wie gesagt, auch der 3,5 mm Klinkestecker gut verbaut, Kamera hinten, dann noch eine kleine Taschenlampe. Das ist sozusagen so ein bisschen den neueren Bedingungen am meisten angepasst, ist auch das letzte Modell, was jetzt sozusagen HMD direkt veröffentlicht hat und nutzbar natürlich auch wieder für die Kiddies im Garten als Zweitgerät bzw. im Auto oder auch für den Urlaub und preislich liegen wir hier bei ca. 79,99 €, gibt es auch schon für 75 €. Wie gesagt, die Preise sind variabel. Ich muss ehrlich sagen, wenn ich jetzt ein Handy kaufen möchte, dann würde ich hier dieses Flip kaufen, Nokia 2660 Flip, weil es für mich die besten Funktionen hat und die beste Verwendung und wirklich hier unmittelbar gut bedienbar ist. Alles ist sehr übersichtlich. Du hast große Tasten, du hast ein großes Display, du hast hier nochmal ein extra Display vorne, was dir die Uhrzeit und den Eingang von verschiedenen Nachrichten anzeigt. Für ältere Leute sehr, sehr zu empfehlen, da es noch mit Hörgeräten kompatibel ist. Du hast hier eine Notfalltaste, die du dann bedienen kannst, wo du dann eine Telefonnummer hinterlegst, wo sozusagen Omi oder Opi ganz schnell mal anrufen können, wenn es denen schlecht gehen sollte. Und ansonsten ist es natürlich vom Handling erstens natürlich klein und kompakt für die Tasche und wenn du es benutzt, naja, dann klappst du es einfach auf und hast hier ein sehr großes, helles Display.
Minuspunkt gibt es natürlich für die Kamera. 0,3 Megapixel ist heutzutage gar nichts mehr, also da brauchen wir gar nicht diskutieren. Aber wer halt die Kamera nicht so oft benötigt, sondern mehr Wert auf SMS-Tippen legt, mehr Wert auf Telefonieren legt, der ist natürlich hier mit dem Telefon richtig gut bedient. Auch in verschiedenen Farben erhältlich, nicht nur in diesem Schwarz bzw. Grau, das gibt es noch in einem schönen Grün, kann ich auch empfehlen. Und vom Akku her natürlich eine Laufzeit, von der träumen wir heute. Hier knapp einen Monat im Standby-Modus, vom Prinzip bedienbar das ganze Telefon. Also wenn ich mir eins kaufen müsste von diesen 3 Telefonen, würde ich das machen und das gibt es aktuell zum Preis von 69,99, das Nokia 2660 Flip. Und zusammenfassend muss man sagen, dass die Geräte natürlich von vornherein so konzipiert sind, dass sie an die alten Zeiten erinnern sollen und dich aus dem Social-Media-Sog so ein bisschen befreien sollen. Telefonieren geht, SMS geht, lange Akkulaufzeit und wie gesagt, WhatsApp wäre natürlich die absolut mögliche, ultimative Alternative, die man hier noch mit hätte reinbauen können. Dann hätte man die Teile wirklich im Tagesbetrieb auch nutzen können und sich nicht ärgern müssen, dass man jetzt sozusagen SMS und so. Brauchen wir nicht drüber reden, ist schade und ich verstehe auch nicht, warum HMD das natürlich nicht gemacht haben. Es wurden natürlich einige Änderungen im Design vorgenommen, von früher zu heute. Das seht ihr hier sozusagen nochmal in den aktuellen Bildern. Teilweise wurde das Display etwas vergrößert und einige Funktionen wurden natürlich noch mit eingebaut, wie zum Beispiel die Kameras, die waren damals nicht drin. Trotzdem absolut positiv zu erwähnen, der wechselbare Akku. Kaufst du einen Zweitakku, kannst du sozusagen noch Outdoor-Touren über 14 Tage bzw. 3 Wochen machen und dein Telefon ist immer Standby und an und du bist erreichbar. Und das ist natürlich eine unwahrscheinlich gute Sache, die es heutzutage nur noch selten gibt. Denn guck mal auf dein Smartphone, kannst du da noch den Akku wechseln? Ich glaube nicht. Und hier ist das, wie gesagt, möglich. Das ist der große Vorteil an diesem Telefon. Gleichzeitig hat man sie vom Design her sehr gut hinbekommen. Die wirken aktuell frech und witzig mit den aktuellen Farben. Und ich habe natürlich unter mein anderes Video geschrieben, dass ich hier mit dem Nokia 3210 mal so einen Ein-Wochen-Test machen wollte. Also eine Woche mit diesem Telefon nur existieren. Warum das nicht so richtig geklappt hat, das zeige ich euch jetzt mal, denn ich habe mich mal mit dem Teil komplett beschäftigt und die Sachen, die da passiert sind, die könnt ihr euch jetzt mal angucken. MicroSD-Karte ist drin, SIM-Karte ist drin und jetzt ist das Telefon soweit einsatzbereit, was bedeutet, wir können es nutzen. Ja, und da ich nicht 2 SIM-Karten drin habe, siehst du hier oben, erste SIM-Karte ist drin, zweite SIM-Karte ist natürlich nicht drin. So, als erstes versuchen wir es mal mit dem Internet. Man muss ja erstmal Opera Mini installieren. Gucken, wie es aussieht hier. Mittlerweile sind wir im Internet und man sieht dieses Luxusmenü hier aus dem Internet. Wir gucken jetzt mal bei Volvo Händlersuche. Ja. Und aha, das ist wahrscheinlich für die Grafik noch nicht so richtig verarbeitet hier. Zurück. Angebote verarbeiten von Volvo. Ich kriege jetzt kein Geld von Volvo, ich wollte es einfach nur mal probieren. Irgendwas musst du hier annehmen. Mehr erfahren. Okay. Wir erfahren mehr. Hier ist der Mauszeiger. Okay. Du kannst dich dann sozusagen hier mit dem Mauszeiger direkt auf die Fläche raufklicken. Also so ein bisschen kommt man schon ins Internet, ja, aber ich sag mal, ist relativ umständlich. Und Radio ist bei dem Telefon natürlich auch ohne Antenne möglich. Es ist eines der ersten gewesen, wo man hier sozusagen Radio ohne Antenne hören kann. Und so laut kannst du es machen. Das ist der Lautstärke. Avicii. Gucken wir mal, ob der uns jetzt hier sozusagen alles gibt. Ansonsten, ja, was kannst du hier noch machen mit dem Radio? Du kannst dann nochmal die Sender hier sozusagen weiter scrollen hier oben. Ja. Hier geht es dann weiter in die verschiedenen Frequenzen von UKW und mehr kannst du eigentlich nicht machen mit dem Radio. Du hast hier noch Möglichkeiten, Faderabstimmung, Lautsprecher. Du kannst natürlich das Ganze dann auch an Kopfhörer anschließen, aber so vom Prinzip her relativ einfach. Aber du hast halt ein bisschen Unterhaltung, ein bisschen Musik dabei oder halt mal im Garten auf den Tisch gelegt, währenddessen du arbeitest.
kann man sich mal antun. Thema Radio. Gucken wir mal, was bei Amazon los ist. Ob man bei Amazon auch bestellen kann über dieses Telefon. Ich meine, was er dir anzeigt, dauert natürlich eine Ewigkeit. Also ein normales Telefon wäre hier schon komplett drin im Netz. Okay, Amazon musste dich auch wieder anmelden. Und hier hast du dann sozusagen verschiedene Dinge, die du dann immer wieder mit der Maustaste hervorheben kannst. Das ist ein bisschen anders. Du gehst zurück, gehst dann auf das Feld mit der Maus, drückst nochmal bestätigen und hast dann sozusagen die Information. Es ist wirklich langwierig und dann musst du dir die Seiten sozusagen hier nochmal versuchen aufzurufen. Guck mal, wie lange der braucht, um hier sozusagen die Grafik aufzurufen, bis es dann hier mal weitergeht. Also fürs Thema Internet, ey, wenn du Zeit hast und wenn du wirklich richtig Langeweile hast, kannst du dir das Thema hier sozusagen antun, aber ansonsten ist das hier irgendwo überhaupt nichts Halbes und nichts Ganzes. Guck mal, ich drücke jetzt ja hier auf Sendes Ultra, auf den Artikel rauf und der verarbeitet und der verarbeitet. Das ist so Modem-Qualität, obwohl es eigentlich 4G ist, ja, oder LTE besser gesagt. Und guck mal, wie lange der braucht, um hier dieses Produkt hier sozusagen aufzurufen. Und jetzt ist erstmal Schluss mit lustig, oder was? Jetzt geht erstmal der Bildschirmschoner an. Na wunderbar. Also wie gesagt, Thema Internet würde ich persönlich abhaken. Wer da sozusagen auf die Sachen nicht angewiesen ist, auch nicht so oft ins Internet muss, der kann natürlich mit diesem Telefon eigentlich mal so vor sich hin existieren und es nur zum Telefonieren und SMS-Schreiben nutzen. Aber was natürlich auch richtig gut ist und was ich natürlich als gute Möglichkeit erkannt habe, ist die Kombination aus diesem Telefon und einem Tablet. Das heißt, am Tablet machst du dann für eine gewisse Zeit alle Arbeiten, die du im Netz machen musst. E-Mails beantworten, bei Social Media rumscrollen und alles, was da sozusagen im Netz noch wichtig ist. Dann machst du das Tablet aus und bist wiederum hier unabhängig nur erreichbar mit Text- und Sprachnachrichten beziehungsweise dann auch mit Telefon. Und das ist natürlich eine gute Lösung, um dir deine Zeit vernünftig einzuteilen, sodass du nicht immer von allem abgelenkt wirst, was jetzt auf deinen Smartphone-Home-Bildschirm direkt ist. Du musst immer reagieren und das kostet dich Zeit und ist eigentlich im Nachhinein, wenn du jetzt mal richtig überlegst, sinnlos. Also die Hälfte der Zeit, die du hier sozusagen am Handy verbringst, ist ohne Sinn, weil du entweder in Social Media scrollst oder auf irgendwelche Nachrichten reagierst, die von irgendwelchen Anbietern kommen und so weiter und so fort. Beste Kombi, wie gesagt, ein iPad bzw. ein Tablet und das Telefon in Kombination. So kannst du dir deine Zeit sinnvoll einteilen. Und es gibt natürlich immer noch bessere Dinge, als im Internet zu scrollen, was bedeutet, du hast hier eine optimal bessere Zeiteinteilung mit dieser Kombination und wirst nicht immer abgelenkt. Ich hoffe, ich konnte dir so eine kleine Übersicht geben von diesen aktuell meistverkauftesten Telefonen hier von HMD und du kannst jetzt für dich entscheiden, ob du sowas brauchst oder auch nicht brauchst. Auf alle Fälle sind die Dinger relativ lustig und natürlich auch preislich attraktiv, weil alle liegen definitiv unter 100 € und man kann sie irgendwie als Zweithandy mal als Reserve, um erreichbar zu bleiben, direkt in die Ecke packen. Das war's mit meinem Video. Ich danke dir fürs Anschauen. Sehr gern bis zum nächsten Video und ich sage Tschüss, bye bye und winke, winke.